Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute habe ich hoffentlich erfreuliche News für euch, denn es haben einige Leute auch unter den YouTube-Kommentaren angefragt, dass es ein bisschen schade ist, so wegen W50 mehr oder weniger, dass ich da keine eigene Gilde aufmache und so weiter und mit den Leuten aus meiner Community zusammen spielen kann. Ja, ich würde es gerne machen, aber leider kann ich mich halt nicht aufteilen. Ich kann halt nicht in verschiedenen Gilden gleichzeitig sein. Das geht leider nun mal nicht. Ja, wie ich ja in meinem Video angekündigt hatte, bin ich ja in der Gilde von Davalon drin und dort werden wir dieses Projekt in Angriff nehmen, von dem ich erzählt habe. Ne? Alle Informationen findet ihr dazu natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Da hatte ich ein Video dazu gemacht, zu den Plänen von W50. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, denn es haben sich nämlich zwei Leute aus meinem Discord-Server dazu bereit erklärt, oder besser gesagt zwei Mods von mir mit ein paar anderen aus meinem Discord-Server eine Community-Gilde zu erstellen. Ja? Wer dabei sein möchte und in der Community-Gilde mitmischen möchte, da spiele ich selbst zwar nicht mit, allerdings werdet ihr dort Leute aus der, ja, ich sag mal, kleinen Dorzer Shakes and Fidget Community antreffen. Alle Leute, die sich untereinander kennen, höchstwahrscheinlich. Es werden viele Leute aus dem Discord-Server mitmachen. Ja, wer noch nicht auf meinem Discord-Server sein sollte, da findet ihr auf jeden Fall den ersten Link unten in der Videobeschreibung zu. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und dann schreibt ihr entweder hier einmal ja, per private Nachricht, entweder sind sie gerade online bei den Modmaschinen oder dann guckt ihr halt at Breezox, ja, das ist einmal hier der Kollege, den könnt ihr privat anschreiben, oder at Ryo, ja, so heißt er, glaube ich, ja, so Sternchen Ryo, das ist auch ein Mod hier bei mir, den könnt ihr auch anschreiben, also die beiden, falls ihr Interesse habt und in der Community-Gilde auf W50 von mir spielen wollt, mehr oder weniger von mir, dann schreibt ihr die beiden Mods von mir an, die sind meistens, wie gesagt, online, wenn nicht, dann schreibt ihr die per PN einfach an, meldet euch bei denen und die machen dann, wie gesagt, eine Community-Gilde auf W50 in meinem Namen so ungefähr auf. Also wie gesagt, ich spiele ja eh auf W50 in einer Gilde und dann spielen die Leute, die, wie gesagt, unter meinen YouTube-Videos kommentieren, also ihr, ne, ihr, die jetzt gerade das Video schauen, schönen guten Tag, ja, ihr spielt, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, in eine Community-Gilde von mir zu sein, die geleitet wird durch meine Mods, dann meldet ihr euch bei den Zweien hier, kommt auf meinen Discord-Server. Und ja, es sind schon ein paar Leute in der Gilde drin, also beeilt euch. Es wurden schon ein paar Plätze vergeben, weil, wie gesagt, die Leute hier schon untereinander eine Gilde mehr oder weniger gegründet haben für W50 und ja, dann schreibt ihr die einfach an. Ansonsten könnt ihr auch gerne so einfach auf meinen Discord vorbeischauen, falls ihr keine Videos hier verpassen wollt, hier in den Ankündigungen. Hier sind meine Social Media Bereiche, ja, die Regeln könnt ihr euch durchlesen, hier gibt es eine Eingangshalle, wo die Leute hier rauf können, ansonsten gibt es hier den allgemeinen Chat, könnt euch über andere Games unterhalten, Bilder und Videos austauschen, im Spam-Bereich ordentlich Gas geben. Ansonsten gibt es hier sehr viele Tipps und Tricks aufgelistet von The Pet is My, auch ein Mod hier von mir, der sich hier um die Tipps und Tricks-Ecke gekümmert hat. Da sind ganz viele, ja, vor allen Dingen anfängerfreundliche Sachen am Start für die Leute, die das interessiert. Ansonsten, falls ihr Fragen und Antworten sucht, gibt es hier einen Bereich oder für W50 schon Gilden sucht oder Spieler für eure Gilde sucht, dann könnt ihr euch hier kurz schließen. Ansonsten, ja, ist hier auf jeden Fall ein recht gechillter, familiärer Discord. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wie gesagt, der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann gibt es da mehr oder minder auch eine Community-Gilde auf W50 von mir. Zwar spiele ich, wie gesagt, da selbst nicht mit, aber es ist auf jeden Fall eine Gilde, wo, denke ich mal, viele Leute sich untereinander kennen werden, entweder ja, durch die YouTube-Kommentare oder hier im Discord. Und deswegen ist das eigentlich eine ganz coole Sache und dann gründet man trotzdem noch, ja, nebenbei noch eine Community-Gilde. Vielen lieben Dank da auf jeden Fall an meine Mods, die sich dafür die Arbeit aufhalsen, weil ich selbst hätte das natürlich unmöglich parallel zum Serverstart leiten können. Ne, deswegen sehr cool, dass mir da die Arbeit abgenommen wird. Das kommt eigentlich sehr gelegen, weil da viele Leute für angefragt haben.
Und ja, jetzt kamen meine Mods quasi auf mich zu und haben mir das Angebot gemacht. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Dankeschön dafür. Ja, gut. Das auf jeden Fall zu den Themen zu W50 und meinem Discord-Server. Jetzt kommen wir hier noch so ein bisschen zum Ingame-Part. Ja, wir haben es hier noch also jetzt, wo ich noch gerade spiele, ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video hochladen werde, noch gerade Hexen-Event, ne? Relativ am Anfang und also für mich jetzt, wo ich das gerade aufnehme und ja, haben schon ein bisschen Progress gemacht. Wir können ja mal hier nebenbei noch einen Versuch mal in Ares reinknallen, allerdings sehe ich da ganz schön schwarz, muss ich sagen, für die Zukunft, was ja, den Kollegen hier angeht, da er hier ja fast 20 Milliarden Leben hat, ist das auf jeden Fall ein Gegner, der würdig ist, sag ich mal. Ja, also er ist schon auf meinem Level, würde ich so ungefähr sagen. Ja, er ist natürlich deutlich über mir und wenn ich mir überlege, dass die besten Spieler noch ein bisschen weiter sind, also die stehen jetzt ja, glaube ich, vor dem letzten oder vorletzten Gegner hier in dem Dungeon, ist das auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Ne? So viel sei mal gesagt. Und ja, ich sag mal, die Gegner werden ja nicht weniger stark hier im Dungeon. Ne? Da kann man eigentlich nur drauf hoffen und seine Karten auf die Kunigunde setzen hier, dass die halt am meisten Schaden rausknallt. Ne? Ansonsten wird das eher weniger was. Der Bertram macht hier kaum Schaden. Der Marquardt macht hier auch nicht so viel Schaden, muss ich sagen. Ne? Es ist halt wirklich die Kunigunde, ja, auf die wir angewiesen sind, dass die halt irgendwie gefühlt 30, 40 Mal ausweicht oder so. Ne? Das ist das Einzige, worauf wir setzen können. Und ansonsten mache ich ja hier jetzt auch nicht so viel Damage. Ich halte zwar ein bisschen was aus, ne? Mache auch so ein bisschen meinen Schaden, aber wenn halt die Crit-Treffer kommen von ihm, dann, ja, ihr seht es halt, zieht er mir schon ein Viertel vom Leben ab oder so. Das ist halt ziemlich heavy. Da nützt mir das auch nichts, wenn ich da irgendwie Milliarden Crit-Treffer raushaue. Das ist halt, ja, ich sag mal, ein Tropfen auf einen heißen Stein irgendwie, ne? Und wenn wir mal, also wie gesagt, ich lege da jetzt nicht so viel Wert drauf, so, ne, dass ich den jetzt hier klatsche in nächster Zeit. Das, ja, wird sich früher oder später auf jeden Fall noch ergeben, ne? Das kennen wir ja, das Spielchen. Deswegen, ich habe da auf jeden Fall Zeit. Mich jagt keiner, ne? Und ich habe ja jetzt auch momentan meine Begleiter ein bisschen entrüstet, ne? Und dadurch wurden die halt noch ein bisschen schwächer. Vor allen Dingen der Marquardt hier, den habe ich halt viele Kristalle weggenommen und auf mich halt verfrachtet, so, ne? Die Updates oder die Upgrades, besser gesagt, sind halt deutlich teurer jetzt hierdurch, wodurch halt mehrere Kristalle draufgehen. Es ist halt nicht so gut verteilt, wie es vorher war, ne? Außerdem kommt noch dazu, dass wir hier so ein bisschen Widerstände verloren haben, weil die ganzen Runen hier drauf Lebensrunen sind durch die legendären Edelstände. Ich habe die ja alle ausgetauscht hier so, ne? Und ja, das ist halt das Ding an der Sache, ne? Kunigunde ist halt eigentlich die, wo wir drauf bauen müssen, sag ich mal so. Da müssen wir zusehen, dass wir da irgendwie vernünftige Werte drauf kriegen, eine schöne Waffe und so, dass die halt aktuell ist und dann, ja, müssen wir schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ist aber auch schwierig, das umzusetzen, weil wir brauchen natürlich Kundschafter-Items, also Geschickssachen. Die kriegt man natürlich nur, wenn man halt die ganzen Sachen halt in die Toilette jagt und darauf hofft, dass da Geschickssachen rauskommen auch, ne? Auf der anderen Seite möchte ich halt die Sachen ungern in die Toilette schmeißen, weil es halt irgendwie auch wasted ist, ne? Weil man da auch viele Kristalle verliert an der Stelle. Deswegen glaube ich nicht, dass es so worth ist, die Kunigunde neu legendär auszurüsten, nur um so einen Gegner hier zu klatschen. Der bringt 300 Millionen, die werde ich mir früher oder später sowieso abholen. Zwar denke ich mal nicht vor Level 600, weil die Level 600er momentan auch noch an diesem Dungeon hängen, ne? Und ich ja längste Zeit auf Erfahrung gespielt habe. Das heißt, meine Stats sind auch nicht dementsprechend so gut, wie die jetzt momentan auf Level 600er Accounts.
Deswegen wird das für mich noch ein bisschen länger dauern, bis ich diesen Dungeon besiegt habe. Aber soll so sein. Wir werden auf jeden Fall das noch eines Tages hinkriegen. Gut, dann war es das erstmal von mir soweit an der Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, meldet euch bei meinen Mods auf dem Discord-Server. Schaut da gerne vorbei, ist für jeden Platz da. Ansonsten war es das soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.